Also mein Name ist Peter Land. Ich bin Architekt und habe zu den Olympischen Spielen eine Aufforderung bekommen für den Wettbewerb für die Ruderregatta-Anlage und habe dort einen Preis bekommen, einen Sonderpreis, aber nicht den Auftrag. In der Folge bekam ich einen Anruf von dem Leiter der Olympiabaugesellschaft. Carlo Merz hieß der. Und der fragte an, also ja, bei mir für einen Auftrag für die Ruderregatta-Anlage reicht es leider nicht, aber wir sind in großer zeitlicher Not mit dem Bau einer Ringer- und Judohalle auf dem Messegelände. Das ist eine große Halle für 3.000 bis 5.000 Zuschauer. Durfte keine Stützen haben, weil die Ringer konnten nicht zwischen den Stützen da trainieren. Und wir haben dann eine Halle vorgeschlagen, 80 mal 80, freitragend. Und das ging verhältnismäßig gut mit dieser Mero-Konstruktion. Das war so eine fertige Stahlrohrkonstruktion, die zusammengeschraubt wurde, konnte am Boden zusammengefügt werden. Und die Konstruktion, Sie können es an den Bildern sehen, die wurde dann hochgehoben auf die Höhe der erforderlichen Größe. Und dadurch hatten wir praktisch unheimlich schnell die Halle stehen. Also bei der Ringerhalle zum Beispiel, diese Mero-Konstruktion, die hat ja so Verbindungsknoten, Metallknoten, in die Stahlrohre eingeschraubt wurden. Und diese Knoten hatten sie, die Firma, die den Auftrag hatte, hat sie bestellt im Ausland. Und die Lieferung, die hat große Probleme, dieser Verbindungsstücke, hat zu großen Schwierigkeiten geführt, weil die kamen nicht pünktlich. Und dann an einem Tag, also als wir schon mitten in der Vorbereitung für die Fertigstellung der Dachkonstruktion waren, hieß es plötzlich, die sind nicht sicher, diese Knoten. Die könnten unter Umständen reißen. Da stand aber schon das ganze Gerüst. Also das war für mich wie ein Schlag mit dem Hammer auf den Kopf. Als ich morgens in der Zeitung las, alle raus, die Halle stürzt ein. Also das wurde dann wurden die ausgetauscht, die Knoten woanders bestellt und hat uns aber Zeit gekostet. Also was mich damals sehr geärgert hat, das war, dass mit mir gar nicht gesprochen wurde, dass die Ringerhalle abgebrochen wird. Ich bin eines Tages in der Ganghofer Straße vorbeigefahren, da war sie nicht mehr da. Dass sie abgebrochen werden musste, weil ja inzwischen da oben die ganze Theresienanlage völlig anders bebaut wurde. Da steht heute ein Wohnungsbauturm, so ein farbiger, vom Kollegen Steidle. Das ist ja klar, aber da muss man auch vorher mal sagen, hör zu, wir reißen sie jetzt, schau sie dir noch mal an. Weil sie wurde ja nach den Olympischen Spielen umgenutzt in eine zweigeschossige Ausstellungshalle. Im Obergeschoss war das Restaurant für die Messe. Da haben wir eine Decke eingezogen, das hat man von Anfang an so geplant. Man konnte ein Lieferfahrzeug rauffahren und dieses Restaurant beliefern. Das ging eine Weile gut, bis man sich dann entschieden hat, wir verlagern die Messe. Also das war auch eine tolle Aufgabe. Also es wurden 2 Restaurants gebaut, anstelle von Bierzelten. Das wollte man nicht. Man wollte also etwas Modernes, Offenes, Transparentes haben. Und im Zuge meiner Tätigkeit für die Olympiabaugesellschaft wurde ich dann gefragt, ob ich mich auch interessiere für ein Restaurant. Das war von Anfang an nur vorübergehend geplant. Nach den Olympischen Spielen musste der Platz geräumt werden. Und da haben wir uns dann entschieden, mit dem Büro Benisch und noch anderen, die auch noch so Sachen zusammen, dass wir eine Anlage bauen. Die musste ja wasserdicht sein, nicht? Das ist nicht so einfach. Und wenn die nun
langfristig stehen bleiben würde, dann wäre das mit einfachen Mitteln gar nicht zu machen. Aber das war so eine Überdachung wie ein Gewächshaus. Und da haben wir durch eine Addition von mehreren Gewächshäusern haben wir dieses Restaurant Süd, und darunter konnte sich völlig frei entfalten die Küche, dann die Plätze für die Besucher, und dann hatten wir verschiedene Ebenen eingeführt und haben das Ganze ein bisschen lustig gemacht. Nicht? Sie sehen das auch an den Fotos, sehr farbig. Hatte damals auch super Mitarbeiter im Büro. Die kamen aus aller Welt und wollten unbedingt bei den Olympischen Spielen, also bei den Arbeiten für die Olympischen Spiele, wollten die mitarbeiten. Also es war eine tolle Atmosphäre. Also so schön war es nie mehr. Dass man so frei gestalten konnte, es redete einem niemand rein, es musste schnell gehen, man konnte nicht das Verfahren zu lange hinziehen, die Genehmigungsphase, das war fast so wie jetzt beim Tesla-Werk in Berlin. Es ging einfach super.